Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Aber wenn ihr euch fragt, Leute, wo ist er denn hier? Ich habe meinen Browser hier eingefügt, ein bisschen reingezoomt. Wir sind im FAQ, eine kleine FAQ-Spendenaktion, die ich spontan reingeworfen habe, wo man mir valide Fragen stellen konnte, die ich noch nicht gesehen habe, die ich jetzt live und ehrlich beantworten will. Und je nachdem, wie viele Fragen eingegangen sind, die valide waren von wie vielen verschiedenen Personen, gebe ich 20 Cent auf die nächste Spendenaktion. Keine Ahnung. Ob es viele sind, weiß ich nicht. Ich habe es nur noch nicht angeguckt. Und ich habe deshalb so ein bisschen reingezoomt, weil ich dann glaube, dass wir noch nicht so viele Fragen gleich auf einmal sehen. Ich will es ja wirklich Highlife machen. Also ich sehe, glaube ich, habe es getestet mit einem anderen Video, sollte ich maximal jetzt einen Kommentar sehen. Also, Und die sieht man nur, wenn man als Kanalbesitzer die Funktion ja aktiviert hat, genehmigen. Und, Oh, na super. Ja, passt super. Geil. Paul Klee 2256 hat diese Frage reingestellt. Beziehungsweise, glaube ich, mehrere Fragen, aber so eine Teilfrage. Also hast du in absehbarer Zeit vor, einen Char auf Vollschub zu spielen? Heißt dein Top 10 Server Char, also viel Zeit plus Pilze-Einsatz oder wegen Real Life eher nicht? Also im Prinzip startet jetzt der EO5 und es ist zumindest auch ein Main Char. Ich denke jetzt nicht, dass ich auf Top 10 overall dort hinaus spielen werde. Mein Fokus liegt ja im Prinzip eher auf Pets, Festung und vor allen Dingen dann aber so effektiv wie möglich und halt wirklich nicht schon nachts, in 2 Wochen schon 3 Tage halt nicht 100% gegeben. Also ich will versuchen, wirklich alles zu schaffen. Und wenn ich manchmal nicht weiß, wie es abends ist, dass ich dann halt auch tagsüber mehr mache. Also vielleicht nicht in den ersten 3 Tagen zum Serverstart, aber dann auch schon in der ersten Woche nach dem Serverstart. Das wird eine Challenge für mich sein. In der Festung werden auf jeden Fall auch Pilze fließen. Das auf einem Niveau, dass ich, sag ich mal, bisher habe ich das nur bis Festung 10 und dann für die Gem Mine gemacht. Diesmal wird es darüber hinausgehen, also auch die Festung auf über 10 relativ schnell zu grinden, zu skippen. Das Ziel wird sein 12, so schnell wie möglich, und danach wird man sehen. Aber das ist dann halt auch ein Thema für Wochen. Also da wird ein bisschen Zeit halt auch zwischendurch einfließen müssen. Ich muss das schaffen, diese Sachen zu tun, auch die Pets optimal zu spielen. Das kann ich tendenziell, das habe ich schon gemacht. Es geht dann auch eher darum, dann auch wirklich zu planen, welches Pet man an welchem Tag bekommt. Keine Fehler machen in der Pet-Auswahl, wie ich das auf EU1 hatte. Da hatte ich halt eigentlich schon ganz gut mit den Pets gespielt, hatte aber halt einen dummen Fehler bei Licht gemacht und halt einfach Kilrich außer Acht gelassen. Also das auch durchzuziehen und die Pets dann auch gleich zu sammeln, Stadtwachen mitzunutzen, also auch das Gold von vorne bis hinten, Arena-Manager, den Händler nicht mehr zu verpassen. Also das sind so Themen, die für mich da wichtig sind, und ich denke, dass ich mit dem Char gut dabei sein werde, wenn das alles klappt, aber ich werde nicht extrem reinpushen, um gerade zu den ersten Zeiten im Level. Also wenn es langfristiger Char sein soll und da alles gut funktioniert, dann habe ich sicherlich die Chance, einen Char zu spielen, der vielleicht je nach Konkurrenz, die Konkurrenz wird da sein auf dem Server, aber der vielleicht auch in den Top 30 langfristig spielen kann. Also mit meinem Assassinen auf S41 schaffe ich das, trotz aller Fehler, die ich da gemacht habe und Missstände, und es wird auch auf EU5 sicherlich mal nicht klappen, aber ich will in den ersten Wochen sagen können, ich habe alles rausgeholt aus dem Char, was irgendwie wichtig war. Also das wird es sein, und der Pilzeinsatz, ich sag mal, dass ich das überhaupt machen kann, liegt auch mitunter am Creator Code Support. Also ohne diese Mehreinnahmen, die man da hat, hätte ich sowas jetzt, glaube ich, nicht geplant, zumindest aktuell nicht. Und gleichzeitig werde ich auch in nächster Zeit sicherlich nicht noch so einen Char aufsetzen. Also gerne Serverstarts nimmt man ja mit, auch als Official Partner. Ein bisschen Support von Playa ist halt da auch immer da, egal ob man langfristig spielen will oder nicht. Aber sowas in der Form
je nachdem, wie es läuft auf EU5, denke ich, wird es so schnell dann nicht mehr geben von mir. Aber vielen Dank, super Frage. So, jetzt scrolle ich mal einfach nach unten. Ja, ich glaube, ich kann das hier relativ gut machen. Nicht aktiv 77 hat geschrieben, wie lange hast du noch vor, SF-Game zu spielen? Ja, das ist eigentlich eine sehr coole Frage. Also als ich 2020 so richtig wieder angefangen habe, das Ganze auf YouTube zu machen und so, also aktiv zu spielen, auf YouTube zu machen, vorher ja auch, habe ich mir schon immer gesagt, dass ich mir immer vorstellen kann, Shakes & Fidget zu spielen. Ich möchte meinen Main-Char immer weiterspielen, egal was kommt. Und das Schöne ist, ich kann daran festhalten an der Aussage. Natürlich mit dem ganzen Support von Blaya, der jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen entstanden ist, also ein bisschen mehr als ein Jahr, macht es einem das natürlich auch einfacher. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich sehr viel mehr Zeit investiert und auch sehr viel mehr Geld in Shakes & Fidget, was ich wahrscheinlich, wenn es jetzt dieses ganze Partnerprogramm nicht gegeben hätte, nicht so in der Form investiert hätte. Aber mein Main-Char hätte ich weitergespielt. Also es muss schon ziemlich viel passieren, dass ich sage, ich würde mit Shakes & Fidget aufhören. Es ist einfach, ich habe mich ein bisschen damit abgefunden, dass es das ist, was auf YouTube einfach funktioniert für mich. Ich habe trotzdem die Chance, nebenbei andere Sachen zu spielen, die ich gerne spiele. Es hat auch mit dem Kind geklappt. Also die Umstände wären ja tendenziell vielleicht besser. Ich mache zwar jetzt auch viel mehr Sport, gerade im Sommer, aber ich sehe im Moment nichts, also was mich jetzt komplett abhalten würde, dass ich nicht mehr Shakes & Fidget spielen kann. Also die Performance. Ich glaube, die Performance ist das einzige Thema gewesen in den letzten 3 Jahren, wo es, sag ich mal, in den Phasen, wo es sehr, sehr starke Performance-Probleme gab, was mich dann abgehalten hat zu spielen. Also wenn ich zum Beispiel auf einem neuen oder auf einem alten Server spielen wollte und die Performance es nicht zugelassen hat, dann habe ich nicht dann nochmal ewig probiert, das Ganze nachzuholen, sondern ich habe es dann einfach gelassen. Die Server-Performance wäre so ein Ausschlusskriterium, was mich auch bei Shakes & Fidget Spielen abhalten könnte, aber das sieht ja aktuell wieder besser aus. Und deshalb würde ich sagen, ich habe so lange vorzuspielen, wie es Shakes & Fidget gibt. Also es gibt immer noch Spielraum auch für Projekte langfristig, um das Game, um den Spaß halt auch nicht zu verlieren. So, Nocto kommt als nächstes dran. Nice. Hey ho, von mir gibt's keine tiefgründige Frage. Ich will nur, dass du etwas spendest. Aber im Ernst, mich interessiert natürlich auch die Antwort. Achso, warte mal, hier müssen wir auf mehr Anzeigen gehen. Welche Server wirst du nach dem Start von EU5 wirklich noch aktiv auf Langzeit spielen? Oh, geht so ein bisschen mit der ersten Frage. Das Lustige ist ja, keiner konnte die Fragen der anderen sehen. Von daher ist das natürlich klar, dass sich da auch Doppelungen ergeben. Und tatsächlich, welche Server kann ich gar nicht sagen. Man weiß ja erstens nicht, was für Server kommen werden. Also ich fände es eigentlich ganz cool, wenn es natürlich nochmal so nationale Server gibt. Könnte mir vorstellen, auf einem nicht deutschen nationalen Server einen Char aufzubauen, der auch längerfristig spielt. Man muss natürlich auch immer gucken. Ja, es liegt auch ein bisschen daran, wann diese Server dann kommen, denn wenn ich jetzt EU5 starte und sich das alles gut anfühlt und ich das auch schaffe und ich meine Ansprüche halten kann, dann bin ich da eigentlich auch sehr gut ausgelastet. S41 ist natürlich ein Thema, der Char ist jetzt aus der Dungeon-Pause, wir sind jetzt auf Level 530 fast. Klar, den muss man weiterziehen, aber abseits von Events wie legendärer Dungeon oder eben Elevator muss man da halt nicht mehr so viel Zeit investieren, theoretisch. Also man könnte mehr Zeit noch investieren, aber auf EU1 bin ich jetzt in der Dungeon-Pause, da passiert halt auch nicht so viel, theoretisch. Also klar sind das Main-Chars, aber da habe ich schon so viele Verwürfnisse, da will ich jetzt nicht hardcore noch versuchen zu grinden, sondern die Zeit will ich jetzt in EU5 investieren. Das heißt also langfristig könnte es natürlich dann nochmal einen anderen Server geben. Aber ich werde relativ viele Serverstarts mitmachen dazwischen und manchmal ergibt sich ja auch einfach eine Situation, wo man sagt, hey komm, das passt.
wie zum Beispiel EU1, hatte ich ja andere Ziele, konnte ich nicht umsetzen leider, bin trotzdem dabei geblieben aufgrund der Gilden. Also ja, man weiß halt manchmal auch nie, was so passiert oder was natürlich noch kommt. Vielleicht starte ich auch gar keinen Server mehr langfristig. Ich habe aber einen Plan, also den möchte ich noch nicht konkret werden lassen, stand jetzt, aber 2024 im Kalenderjahr wird es sicherlich einen Server geben, wo ich müsste wahrscheinlich so ein 2-Jahres-Projekt starten will, also als Spieler, aber halt auch, wie gesagt, ein Projekt. Dazu dann mehr, wenn es mal soweit ist. So, als nächstes kommt 93 Steps der Vedox. Welche SF-Periode, Projekt ist oder war für dich persönlich die schönste? Zum Beispiel S23 Stammtischgilde oder S7 die Gipfelstürmer, das Opferprojekt S42 Serverstart oder als sich dein Main so langsam zu einem richtigen High-Level-Turn entwickelt hat oder die Serverstarts als SF-Partner oder. Gab ja so einige Sachen schon bei dir. Welche Zeitereignisse sind bei dir besonders negativ hängen geblieben? Nur mal ein Beispiel zu nennen, S30 Serverstart oder vielleicht auch eine Gilde, die zerbrochen ist, die dir sehr am Herzen lag oder. Würde mich mal interessieren, an was du da so denkst in dem ganzen langen Zeitraum. Krass, also das ist eine mega gute Frage, finde ich. Es gibt natürlich immer wieder Sachen, wenn man mich jetzt wirklich lange verfolgt und ich sehe auch bisher alle Leute, die jetzt hier Fragen gestellt haben, sind wirklich Leute, wo ich weiß, dass die auch schon lange dabei sind teilweise. Fangen wir also die positiven Sachen an. Ich habe immer wieder gesagt, und das ist auch das Erste, was mir einfällt, es ist natürlich jetzt auch das Beispiel, aber S23, die Stammtischzeit damals, die war richtig cool. Das, nicht nur, weil ich natürlich diesen Shakes and Fidget Stammtisch damals erstmalig auf YouTube gebracht habe, sondern man hatte wirklich eine Gilde. Also der Server, der bestand ja schon. Der bestand schon eine Weile, ich weiß gar nicht, wie alt der war. Und ich hatte gesagt, ey Leute, komm, wenn ihr Bock habt, dann joint noch auch rein. Wir spielen einfach ein bisschen, um den Stammtisch zu bewerben, sozusagen, in der Stammtischgilde. Ja, und aus dieser Gilde würde dann natürlich durch einige Bestandsspieler auch, die dann Bock hatten, da mitzumachen, tatsächlich eine Top 10 Gilde, sogar ambitioniert, fast in Richtung Top 6. Und das war richtig cool. Also da hatte man halt, da war ich Gildenleiter und habe wirklich auch sehr viel Zeit dafür investiert. Ich hatte auch schon Auswertungen gemacht. Also ja, heutzutage ist ja gang und gäbe, findet man bei jeder guten Gilde einen im Discord, der die Listen zieht. Da gab es ja auch die Tools. Damals gab es das jetzt nicht so. Ich habe mir alle Werte einzeln, das haben auch andere gemacht sicherlich, aber ich halt auch, alle Werte einzeln der Spieler in eine Excel-Tabelle oder so gezogen, da Vergleiche gemacht und habe die Gilde da eben auch geführt, hatte dann eben zum Beispiel Vedox war da auch dabei und einige andere, die mir da natürlich auch geholfen haben in der Offiziersreihe. Und der Zuschauer-P, der Lars, war auch mit seinem sehr guten Char damals auch mit dabei. Das war natürlich auch schön, dass man gemerkt hat, boah, kommt es. Und das war halt wirklich das mit das Positivste eigentlich, muss ich sagen, was ich da erlebt habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das Elevator-Projekt auf S7, also die Gipfelstürme, das fand ich auch cool. Aber es ist mir nicht so in Erinnerung geblieben, wie mir das Berserker-Projekt in Erinnerung bleiben würde. Also dieses Elevator-Projekt ist halt lustigerweise der gleiche Server. Deshalb ist es so ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Natürlich, sage ich mal, ist es nice, dass ich, also die Achievements, die ich geschafft habe mit meinem Main auf S41, also das ist der Char, mit dem ich alles zum ersten Mal erreichen werde. Punkt, aus, Ende. Also ich glaube, der hat so einen Vorsprung, den kann ich nicht mit einem anderen Char einholen. Das sind sehr positive Erlebnisse, definitiv. Und die Server-Starts natürlich, die machen mir Spaß. Und da ist halt natürlich auch, dass man Shakes and Fidget Partner und alles, was dazugehört, ist es alles grundweg positiv. Aber kürzlich hat man natürlich auch Real-Life-Treffen mit Gorgos und mit Dorsa.
Und das ist natürlich, also nicht nur, weil es auch sehr aktuell ist, sondern auch ein Erlebnis, definitiv. Also was da in eine Top-Reihe kommt, das hat ja mit Shakes and Fidget auch zu tun. Oder auch eben, also Vedox zähle ich hier übrigens mit runter, auch wenn ich ihn jetzt nicht auf WhatsApp habe oder so, aber das ist einer, wo ich sagen würde, da ist man auch schon auf einer persönlichen Ebene. Dann natürlich Vanessa muss ich da nennen, also die habe ich ja natürlich auch schon häufiger gesehen und auch ein paar andere Spieler, wo man wirklich einfach auch eine persönlichere Bindung hat irgendwie zueinander, wo man weiß, hier, das funktioniert. Und Everriser muss ich da nennen von früher, Nicknor Kommando auch, aber das waren so zwei Leute, also mit denen wäre ich auch durch die Häuser gezogen. Und das ist halt auch schön, dass Shakes and Fidget das schafft, und es hat ja jeder Content Creator so ein bisschen seine Leute. Also das zu den positiven Sachen, das ist, weiß mir jetzt gerade was nicht einfällt. Aber ja, negativ, ja, gab es natürlich auch. Also S30, für die es nicht wissen, S30 habe ich damals in Kundschafter gespielt und war Top 3. Es gab noch Soul Freeze und Dreamscape, da wusste ich, da komme ich nicht ran vom Budget. War auch nicht mein Ziel. Dann gab es aber noch einen anderen, der plötzlich nach ein paar Tagen angefangen hat, ordentlich zu pushen. Der hat mich ganz schön gefordert, dass ich da dann mehr Geld investiert habe, als ich wollte. War dann tendenziell immer noch in der Lage Top 3. Es war halt knapp, der andere war eben sehr stark, war auch ein Hundi. Bis ich dann gemerkt habe, dass das Geld auf dem Konto knapp wurde, sehr knapp, zweistellig. Ja, also. Und das hatte mich sehr doll zurückgeworfen. Ich hatte den Char dann auf komplett Free-to-Play umgestellt, also nicht mehr, keine Pilze mehr holen. Und ja, ich bin kein Free-to-Play-Spieler, werde ich nie sein. Der Char ging dann immer mehr, sag ich mal, vor die Hunde. Es gab auch andere Chars, wo ich anfangs gepilzt habe. Gibt es ja heutzutage noch, dann nicht mehr so aktiv gespielt habe. Leute ziehen an einem vorbei. Aber das war dieses erste richtig negative Erlebnis, wo ich halt nicht priorisiert habe, was wichtiger ist. Ich hätte einfach dann dort schon eher sagen müssen, nee, mache ich halt Top 4 oder was auch immer. Das hat ja auch letztendlich dazu geführt, neben der ganzen Situation um Shakes and Fidget auch, das hat mich zurückgeworfen im allgemeinen Spielspaß und langsam dazu geführt, dass ich eben meine große Pause damals gemacht habe. Was ich auch noch weiß, was mich sehr geärgert hat, also ich hatte ja kürzlich auf EU-Servern so Probleme mit Gilden, wo es nicht so funktioniert hat wie geplant, aber S39, damals Terras Berserker-Gilde, war ja auch mit großen Ambitionen geplant und mit, sage ich mal, Gesprächen vorm Serverstart und so, dass man sagen kann, okay, das ist wirklich ein Langzeitprojekt. Dann hat man da Geld in den Berserker investiert und dann war es irgendwie so, dass eben ich glaube, es lag sogar ein bisschen mit auch daran, dass Paul so nicht so die Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen oder die Lust, ich weiß es nicht, ist auch jetzt keine Bewertung. Aber die Gilde ging halt vor die Hunde. Und das hatte mich auch sehr geärgert, weil ich nämlich in Absprache mehr Geld investiert habe vorab für den Char. Ja, ich habe den Char dann irgendwann auch links liegen lassen. Es wäre eigentlich mein stärkster Berserker, weil es halt der älteste gewesen wäre. Und Paul selber hat den Char halt weiter gespielt, aber dann halt in einer anderen Gilde. Ich weiß gar nicht mehr, welche die andere Gilde war. Also der Name liegt mir gerade auf der Zunge. Das hatte mich sehr, sehr geärgert, persönlich muss ich sagen. S41 war es auch so, dass ich leider da bei einigen Spielern, also nachdem das Ganze aufgebaut wurde und ich erlebt habe, wie viele Top-Spieler dann S41 verlassen haben, Welten im Wandel, unter anderem natürlich auch damals Dreamscape, Davalon ja dann auch und noch einige andere Nicht-Creator, die ein gutes Level hatten. Da habe ich mich auch immer so, also bei S41 war ja der Unterschied als S39, es gab ein paar Leute, die auf S41 dann das Hand
oder das Heft in die Hand genommen haben, die ja trotzdem von Anfang an dabei waren, durchgezogen haben. Acclamator ist natürlich da das beste Beispiel, aber ich muss auch mal Milky Way da erwähnen, also den Arndt, die noch so viel Herzblut reingesteckt haben, und nach wie vor spiele ich ja S41 deshalb in dieser Gilde, weil da eben, das wurde auf S39 halt nicht gemacht damals. Ja, und deshalb ist es nicht so tragisch auf S41, aber wenn halt solche Sachen im Voraus geplant werden und man weiß ja, es klappt nie immer alles so, wie es ist. Aber man erwartet irgendwie doch, dass ein großer Kern, sag ich mal, auch wenn es schlechter läuft, dann einfach zusammenhält. So. Und das macht für mich das Ganze so ein bisschen aus, und das erhoffe ich mir ein bisschen auch von EU5, egal wie es vorangeht, dass ein großer Kern der Spieler diesem Projekt dann treu bleiben oder der Gilde. Ja, wenn das halt prinzipiell nicht passiert, ist es für mich auch immer sehr, sehr negativ. So, ja. Und genau. Ja. Und ansonsten habe ich ja schon erwähnt, die Performance-Zeiten. Also die waren sehr, sehr schwierig für mich persönlich auch. Also ja, ich habe dann auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, welcher Server oder welche Aktion das war. Ich habe gesagt, Leute, die Performance läuft nicht. Ich investiere jetzt hier auch kein Geld in, es ist ein Event gewesen sein, Legendary Dungeon oder ein Serverstart. Ich weiß nur, dass ich gesagt habe, nee, so wie es jetzt ist, bringt es keine Punkte. Ich investiere daher jetzt kein Geld dafür, um, sag ich mal, irgendwas zu machen. Ja, also hat mich sehr, also unabhängig von der Partnerschaft oder nicht, ne, wäre das halt ein Kriterium, was mich, da ich ja eh nicht so viel Zeit habe, also das Spiel muss laufen halbwegs, ich sag mal immer so zu 80% wenigstens, damit ich in der Zeit, die ich habe, dann auch richtig durchsetzen kann, ja. So, danke aber für die Frage, also sowieso danke euch. Krass, ey. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich so lange für die paar Fragen rede, aber gut, ihr seht was nicht, ich sehe ja so ein Scrollbar noch bei mir auf dem Bildschirm, es scheint nicht mehr so viel zu kommen. Nio, wie findest du das EU1-Projekt und was sind deine zukünftigen Ziele für EU1? Finde ich einen guten Gilde. Nio ist auch richtig cooler Dude. Immer wenn wir irgendwie Kontakt zueinander haben, fragt er mich, ob er ein guter Gildenleiter ist. Ich sag's mal so, Leute, er schreibt mir auf WhatsApp, wenn ich es wirklich irgendwie vergessen haben sollte, mich auf dem Clan War anzumelden. Schreibt er mir 2-3 Stunden meistens vorher schon vorab zum Notfall, damit ich es dann nicht vergesse. Also immer gerade so die Zeit nachmittags bin ich dann doch sehr aktiv auf Arbeit, und wenn ich das vorher vergessen habe, dann melde ich mich meistens erst zwischen 17 und 18 Uhr an. Das ist manchmal echt knapp. Macht er freiwillig. Von daher sage ich immer, du bist ein sehr guter Gildenleiter. Aber auf EU1, das ist ja auch so ein Ding, EU1 lief, da habe ich es halt nicht durchgezogen, was ich vorhatte. Das lag an mir tendenziell. Dadurch bin ich dann auch nicht mehr in der Top-Gilde unterwegs gewesen, weil ich eben auch nicht die Ambitionen dann mehr hatte, dann noch krass durchzuziehen. Und bin dann halt erstmal in eine schwächere Gilde gegangen und bin dann jetzt halt doch Teil dieser Gilde, die sich aus 3 verschiedenen, also manchmal, weiß ich nicht, es gibt auch noch wahrscheinlich Partnerschaften, Gilden zusammensetzt, und im Prinzip ergeben sich immer die 50 stärksten Spieler und man merkt, oh, wenn die jetzt alle so zusammen wären, dann wäre man Top-3-Contender. Also so, das ist echt cool. Ja, deshalb feiere ich ja auch die Pläne von Tuny auf EU5. Mit seinen 2 Gilden auf jeden Fall, die da entstehen sollen, die auf sehr gutem Niveau unterwegs sind. Ja, also finde ich cool, das Projekt. Ist ja auch der Grund, warum ich EU1 weiterspiele. Ja, immer wieder. Also Stand jetzt hat sich da ja auch nichts geändert. Und Nio hat da auch einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Definitiv. So. Und dann kommen wir zu Marc Philipp Hanten. Ist die letzte Frage oder der letzte Fragensteller. Marc Philipp, ich muss immer noch sagen, du hast damals bei mir Pilzkurs gewonnen und hast dich aber leider nicht gemeldet. Ne? Ich weiß gar nicht, ob du das... Ich habe noch nie ein Feedback von dir dazu gehört, deshalb sage ich das immer wieder. Tut mir leid. Aber ja, wenn du alle deine Mains täglich spielst, wie zeitaufwendig ist das dann in etwa? Auch gern pro Account, da High-Levels vermutlich nicht mehr sehr aufwendig sind.
Und wie ist da der Unterschied zwischen Event, heißt Elevator oder Legendary Dungeon, Wochenende und Wochentag? Auch eine sehr interessante Frage. Also ich kann es leider nicht jetzt beziffern. Ich muss aber tatsächlich sagen, unter der Woche läuft es bei mir teilweise besser als am Wochenende, weil ich unter der Woche halt auch viel mehr aufs Handy gucke. Also als jetzt am Wochenende. Also wenn man länger am Stück unterwegs ist oder gerade auch mit Kind, ist das halt schwieriger. Ich sag mal, sowas wie Alu ist auf allen Servern gleich. Ich skippe halt relativ viele. Also je nachdem, wie viel Zeit ich habe, entscheide ich, ob ich nur skippe, also einfach skippe. Wenn ich nicht mehr viel Zeit habe, einfach nur durchändern. Oder ob ich mir die Tasks wenigstens anschaue. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache auf EU5, die ich mir vornehme, dass ich da eben wirklich jeden Tag mir wenigstens die Tasks auch aktiv aussuche. Weil man beim Skip natürlich viel verliert, genauso wie dass man einzelne Biere kauft. Das ist zeitaufwendiger, definitiv. Also ich denke mal, wenn man sowas macht, braucht man schon mal für einen 300 Alu-Char gut und gerne 20, 30 Minuten. Ja? Mit allem drum und dran, Inventory klären, zwischendurch vielleicht nochmal Früchte, also ne, das ist schon intensiv. Also Pilze oder Sanduhren brauche ich immer. Also ich spiele keinen einzigen Char, die Chars irgendwie im Bereich Free-to-Play. Und ich finde, dass das dann eigentlich keinen Unterschied macht, was für ein Level der Char hat, denn die Fokussierung der Tasks ändert sich ja je nach Level. Aber, sag ich mal, die Zeiten sind ja gleich. Also ab Tag 1, Level 16, hat man ja die gleichen, wenn man das gleiche Mount hat, die gleichen Bedingungen für die Abenteuer, was die Zeit betrifft, wie eben mit Level 600. Ne? Also, der Unterschied ist definitiv bei den Main Chars, dass man natürlich beim Elevator und beim legendären Dungeon richtig durchziehen muss, wenn man da auch, sage ich mal, alle Sachen, Eventualitäten, Gold, Früchte, Ressourcen. Also der Elevator zum Beispiel im Bereich Festung ist da deutlich lukrativer als der legendäre Dungeon. Der legendäre Dungeon bringt ja aber dafür Epics und auch mehr Gold. Na? Also man muss bei beiden da definitiv durchziehen. Das sind auch so Tage, wo ich teilweise selbst auf den Main-Chars, gerade unter der Woche, vielleicht auch nicht alle Abenteuer spiele, weil ich dann, wenn ich zu Hause bin, wo ich normalerweise die Abenteuer durchskippe, dann eher Elevator mache oder legendäre Dungeon. Was aber eben ganz schwierig ist, bei mir ist im Moment auch, aufgrund dessen, dass wir kein Arbeitszimmer haben, meine Freundin manchmal auch später ins Bett geht, natürlich je nach Schicht, dass ich einfach auf dem Sofa einpenne. Das heißt, ich mache dann gar nichts mehr abends. Also meine Zeitmaschine muss auch immer mit Bieren gefüllt sein. Also, und das ist dann halt auch so ein Ding, wenn man das aber halt, man hat die Option, dass man nicht alles verliert, aber man kriegt ja auch bei weitem nicht das, was man kriegen würde, wenn man die Abenteuer ordentlich spielt. Deshalb ist es bei mir eher so, im Moment richte ich mich immer nach den Gegebenheiten. Bei EU5 würde es anders sein und dann kann ich vielleicht auch mal ganz klar beziffern, wie zeitaufwendig das ist, weil bei mir ist jeden Tag anders tatsächlich mal. Auf S, ich gehe meistens die wichtigen Server als erstes durch und die unwichtigeren bleiben dann hängen. Ne? Also sowas wie EU3 und EU4 im Moment jetzt während des legendäre Dungeons. Also auf EU3 habe ich einen Run, glaube ich, gemacht oder 2. Auf EU4 habe ich am ersten Tag ein paar Runs gemacht, dann habe ich irgendwann mal ein paar Dungeons gemacht und dann habe ich nochmal einen Run jetzt gemacht zum Schluss. Aber am Wochenende ging da auch nicht viel. Das ist echt, ich bin nicht gemacht, also für Zeitaufwand eigentlich. Deshalb ist EU5 für mich so ein letzter Versuch, das alles mal von vornherein mitzumachen. Und aber wie gesagt, allein für die Abenteuer richtig picken, wenn die Performance gut läuft,
Inventar klären, mit Pet spielen, Glücksrad, Hütchenspieler, diese Basics, ne? Also denke ich am Rechner, 20, 30 Minuten muss man da auf jeden Fall einplanen, wenn nicht sogar mehr. Und ja, wenn man dann schon 2, 3 Main-Chars hat, entsprechend, das ist für mich dann schon sehr schwer, ja, das so zu schaffen. Ja. Und klar, was bei mir auch manchmal ist, wenn ich dann nachts aufwache, dann spiele ich natürlich nachts dann auch mal durch oder ich wache auch mal zwischendurch auf, dann gucke ich auch mal aufs Handy, mache ein bisschen was. Aber es ist nie konstant. Es ist nie konstant und auf EO5 muss es konstant werden. Krass. Wir haben 6 Fragen. Ich habe 30 Minuten geredet, Leute. Also ich habe ja gesagt, ehrlich, ne, ist ganz klar. Sind natürlich auch sehr coole Fragen dabei gewesen. Bin jetzt froh, dass es nicht noch mehr sind. 6 Stück bedeutet 20 Cent, 1,20 €. Ich runde auf 2 €. Werden wir dann beim nächsten Mal noch zusätzlich mitspenden. Wann das passiert, weiß ich natürlich noch nicht. Kommt ein bisschen immer auch auf euren Support drauf an, ne? Aber trotzdem vielen Dank dafür, dass ihr mitgemacht habt. EO4 Players to Watch kommt dann morgen, würde ich sagen, habe ich schon aufgenommen. Und ja, hoffe, dass ich eure Fragen gut beantwortet habe. Ich wünsche euch was. Kommt gut rein in die Woche. Haut rein, macht Tschüss. Servus, euer Basti.